Den Tourismus hat die Pandemie ganz besonders hart getroffen. Das gilt auch für Matthias Leitner, der seine Familienhotels in Kaprun Active bei Leitners vorübergehend zusperren musste. Er hat die Zeit genutzt, um myplatzerl.at zu gründen. Das ist eine Online-Buchungsplattform für regionale Unterkünfte, quasi ein regionales Airbnb. Mit dieser Idee hat er es auch gemeinsam mit seiner Partnerin Jessica Reitzer in die TV-Show 2 Minuten 2 Millionen geschafft und dort auch Investoren gefunden. Herzlich willkommen bei Neustart für den Tourismus mit neuen Ideen raus aus der Krise. Wir sprechen mit NEOS-Abgeordneten Gerald Loacker und Unternehmerinnen und Unternehmern über Wege aus der Krise und was sich Unternehmen jetzt von der Politik wünschen. Herzlich willkommen, Gerald Loacker. Herzlich willkommen, Matthias Leitner. Hallo. Grüß Gott, danke für die Einladung. Matthias Leitner, jetzt sind die Hotels ja gerade offen. Es ist noch ein bisschen ungewiss, wie es im Herbst weitergeht. Wie blicken denn Sie jetzt gerade in die Zukunft? Also derzeit definitiv positiv. Bei uns in der Ferienhotellerie ist wirklich der Sommer wieder gut angelaufen. Also man kann natürlich jetzt nicht das komplett bei allen sagen, aber bei uns funktioniert es sehr gut. Grundsätzlich definitiv auch wie letztes Jahr, sagen wir mal positiv, auch im Winter und im Herbst gegenüber. Die Buchungslage schaut okay aus, definitiv. Bei uns merkt man auch in der Hotellerie die ganzen mit den Testungen, es wird alles super kontrolliert, es gibt eigentlich fast gar nichts. Die Gäste fühlen sich trotzdem wohl, können entspannen und dementsprechend derzeit positiv trotzdem. Ja. Sehr, sehr gut. Thema Fachkräftemangel. Wie stark spüren Sie das? Man sagt ja, dass der Fachkräftemangel gerade im Tourismus gerade jetzt in und nach der Pandemie besonders stark zu spüren ist. Also wir spüren das wahnsinnig. Ja. Das Glück, wir haben sehr viele Stammmitarbeiter, aber trotzdem derzeit, also normalerweise in der Hauptsaison haben wir ungefähr 25 Mitarbeiter. Derzeit haben wir, obwohl wir komplett volles Haus haben, um 5 Fachkräfte zu wenig und suchen schon seit 2 Monaten. Du hast gerade absolut keine Chance, eigentlich irgendwen zu bekommen. Wir sind auch durchgehend immer wieder mit dem AMS, also heute habe ich schon wieder mit dem AMS-Chef in Pinzgau telefoniert und er sagt auch bei uns in den ich sage mal in den Alpenregionen ist ja die Arbeitslosigkeit auch ganz, ganz niedrig nur und dementsprechend ist einfach gar nichts am Markt. Und das wird, wenn es so weitergeht, definitiv sehr schwierig für den Winter. Ja. Gerald Loacker, der Fachkräftemangel im Tourismus ein massives Problem. Wo ist denn sozusagen aus Ihrer Sicht da der Wurm drinnen und was kann man denn tun und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang vielleicht auch das Kurzarbeitsmodell? Ja, wie Sie ansprechen, es gibt eine Reihe von Faktoren. Ein Faktor ist, dass ausländische Arbeitskräfte, die sonst im Sommer in Österreich sind, heuer aufgrund der unsicheren Lage anders disponiert haben und halt nicht nach Österreich in die Sommersaison gekommen sind. Aber ein wesentlicher Punkt ist auch die Kurzarbeit, wo wir immer noch über 100.000 Menschen in Österreich in der Kurzarbeit haben. Davon sind viele auch in der Stadthotellerie, weil die leidet nach wie vor, während die Hotellerie am Land, an den Seen, in den Bergen super floriert. Und es ist natürlich ein Fehler, mit viel Steuergeld super Kräfte in der Kurzarbeit zu halten, die gleichzeitig woanders gebraucht würden. Und eigentlich müsste man mehr darauf hinarbeiten, wie bekomme ich die Arbeitskräfte, die es gibt, in den Städten, in die ländlichen Regionen, wo die Hoteliers, wo die Gastronomen Arbeitskräfte suchen. Mhm. Wie kann das gelingen, dass man sozusagen Personal aus der Stadthotellerie sozusagen umschult oder umlagert? Wir haben geschlagen, die Kurzarbeit auslaufen zu lassen, und zwar die Kurzarbeit sofort zu beenden. Dann muss vielleicht der eine oder andere Stadthotelier sich von seinen Leuten trennen, aber die suchen dann etwas anderes. Und man kann natürlich, das gibt es schon beim AMS, Entfernungsbeihilfen bezahlen. Also ein Arbeitssuchender, der sagt, ich nehme einen Job an, der 50 Kilometer weit weg ist oder weiter, der kann sich auch vom AMS eine Entfernungsbeihilfe zahlen lassen, damit dieses Überbrücken, dass ich woanders hin muss, dass ich vielleicht, wenn es weiter weg ist, mir dort eine Unterkunft suchen muss, auch bezahlen lassen. Mhm, mhm. Matthias Leitner,
noch ein anderes Thema. Wir haben es ja schon gehört. Sie haben auch Investoren an Bord geholt für das digitale, junge, innovative Geschäftsmodell myplatzerl.at. Das waren heimische Investoren. Wie leicht oder schwer war das denn, die Investorensuche in Österreich und auch diese Investoren dann an Bord zu holen? Jetzt ganz am Anfang, also das Projekt hat eigentlich entstanden im ersten Lockdown, ziemlich früh, also gleich ein paar Tage nachdem wir die Hotels zugesperrt haben. Ich sage mal so, wir sind dann noch voll im Arbeitsmodus drin gewesen und haben gewusst, es ist auch die Zeit jetzt was Positives irgendwie in die Entwicklung reinzustecken. Und im Endeffekt, wo wir uns leicht getan haben, ist, dass wir gleich viele Partnerbetriebe erfolgreich akkreditieren konnten. Wo wir uns schwer getan haben, ist auch mit Fördermitteln und eben auch die passenden Investoren zu finden. Also wir sind da eigentlich, gerade wenn es um Fördermittel gegangen ist, eigentlich immer nur weitergeleitet worden. Und eigentlich gerade als Startup, wenn man nur ein beziehungsweise in dem Fall 2-Mann-Unternehmen ist, braucht man eigentlich die Zeit für Startup und nicht für Bürokratie. Und wenn man dann aber sieht, dass in quasi nicht staatlich finanzierte andere Projekte, die was eigentlich noch nicht mal getestet sind, viel Geld reingesteckt wird, was dann gar nicht funktioniert, glaube ich, ist oft sinnvoller, in junge, innovative Ideen, die was schon am Markt sind und auch funktionieren, in die Geld reinzustecken, weil die eventuell wahrscheinlich besser florieren würden wie komplett neue Projekte, wo nicht das Herzblut vom jungen Unternehmer drinnen steckt. Absolut. Herr Loacker, die NEOS haben da ja auch die Initiative Neustart Österreich, um Unternehmerinnen und Unternehmer noch besser zu unterstützen. Was kann man denn da tun, um solche innovativen Geschäftsideen, junge Unternehmerinnen und Unternehmer besser zu fördern, besser zu unterstützen, vielleicht gerade auch im Hinblick auf Finanzierung und auf das große Thema Arbeitskräfte? Also ein Teil unserer Neustart-Initiative ist die Frage, wie kann ich die Gewerbeordnung so reduzieren, dass man auch leichter ins Arbeiten kommt, dass das keine Gewerbeordnung zur Verhinderung von Gewerbe ist, sondern eine zur Ermöglichung von Gewerben. Und dann gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, die Amerikaner haben und wir Österreicher nicht. Wenn ein Unternehmen ins Schlingern kommt durch eine Krise wie die Corona-Krise, dass die Amerikaner nennen das die Chapter 11 Beteiligung, dass man einen Gläubiger, bei dem ich als Unternehmer Schulden habe, zum Beteiligten mache. Ich wandle also die Schulden in eine Unternehmensbeteiligung um. Und das hat auch den Vorteil, dass der bei mir beteiligt ist, natürlich ein Interesse hat, dass es gut läuft. Also wir müssen hier ein bisschen weg von, da brauche ich einen Notar, da brauche ich einen Rechtsanwalt, da muss ich im Firmenbuch noch einmal 27 Gänge, bis man eine Lösung hat. Das muss leichter gehen, das muss schneller gehen und unbürokratischer, weil die Unternehmer wollen arbeiten und nicht ihre Zeit mit der Bürokratie vergeuden. Vielleicht noch ganz kurz, wenn diese Unternehmen dann die ersten Mitarbeiter an Bord holen, das ist ja auch nicht immer ganz einfach, auch nicht finanziell, gerade für junge Unternehmen. Was kann man denn da tun, um diesen Vorgang ein bisschen flüssiger zu machen, sozusagen? Ja. Wir haben gemeinsam mit dem Wirtschaftsinstitut Economica ein Modell berechnen lassen, die Jobinitiative Neustart, wie man die Kosten übernehmen könnte für die Mitarbeiter, für die ersten, wir würden das bis zu 2/3 übernehmen. Das klingt nach viel Geld, ist auch viel Geld, aber wenn Sie das vergleichen mit einer Kurzarbeit, ist das eigentlich spottbillig. Und so könnte man mit unserem Modell 50.000 Arbeitsplätze in einem Jahr schaffen, weil es ja oft der Anfang ist. Nicht? Der Schritt zum nächsten Mitarbeiter kostet viel und ich muss als Unternehmen in Schwung kommen, damit ich diesen zusätzlichen Mitarbeiter finanzieren kann. Und nach einem Jahr hat sich der eingearbeitet und nach einem Jahr habe ich auch schon zusätzliche Umsätze, aus denen heraus ich den Ertrag erwirtschafte, mit dem ich den zusätzlichen Mitarbeiter bezahlen kann. Also mit unserer Jobinitiative Neustart würde man den Unternehmen es auch vergünstigen, neue Mitarbeiter einzustellen. Also das sind auf jeden Fall sehr gute Aussichten. Matthias Leitner von Active by Leitners und myplatzerl.at, Gerald Loacker von den NEOS, herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und für das Gespräch. Danke vielmals. Dankeschön. Vielen Dank auch Ihnen fürs Dabeisein. Und wenn Sie noch Ideen und Fragen zur Initiative Neustart Österreich haben, dann klicken Sie rein auf die Website, die unten eingeblendet ist. Dort erfahren Sie auch alles über die nächsten Aktionen und Events. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.